Alles, was wir hier auf dem Tisch haben, sind Neuheiten, das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Und viele der Geräte gab es vorher noch nie. Wir haben einen 6 Liter 18 Volt Sauger, wir haben eine Mauernotfräse in 18 Volt, wir haben eine Transferpumpe in 18 Volt, wir haben aber auch ein richtig krasses Update hier beim Winkelschleifer oder auch mal was ganz anderes. Wir haben hier absolute Preisbrecher bei der 68er jetzt, neues Gerät, etwas andere Funktion und wir haben einen neuen GOP, also rein ins Video. Bevor wir uns die Geräte jetzt einzeln anschauen und ich dir sage, was ist eigentlich neu, machen wir heute mal etwas anders. Nämlich, wir haben unten in den Kommentaren von uns aus mehrere Kommentare gesetzt. Ich sage mal 7, 8, 9 Kommentare werden es mindestens sein. Und da drin steht jeweils, ich möchte einen Test zur neuen 68er. Ja? Und bei diesem Kommentar musst du nur noch Folgendes machen, like einfach diesen Kommentar von uns. Und wenn du sagen möchtest, wie wir das Ganze testen, kannst du es auch unten drunter direkt schreiben. Dann werden wir Folgendes machen, die Top 3, 4, 5 Kommentare, die am meisten geliked haben, dazu machen wir ein Vergleichs- und Testvideo. Also besser kann man es auch gar nicht haben, oder? Zumindest haben wir uns gedacht, das ist eine richtig gute Idee. Auch dazu gerne Kommentare unten in die Kommentare. Und übrigens noch ein Hinweis, wenn du kommentierst, nimmst du ja auch so am Gewinnspiel teil. Also besser geht's ja gar nicht. Also legen wir los. Ich habe hier die neue GKS 18V68-2. Was ist an der Säge anders? Ganz einfach, wir haben jetzt hier ein absolutes Einsteigermodell. Unter 300 € bekommst du jetzt 68 mm Schnitttiefe. Was ist aber anders an der Säge? Es sind viele Details anders und auch etwas anders gelöst. Und vor allem bei dieser Säge merkt man eine Sache, robust, 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 robust. Ja? Das merkt man schon an Folgendem. Wir haben hier jetzt einen Haken, den hatten wir vorher nicht. Das können wir jetzt irgendwo einhaken, das Ganze sogar gefedert hier, schön auch wieder einzuklappen, das ist neu. Was auch neu ist, ist Folgendes, bei der 68er kennen wir eigentlich die Höhenverstellung über einen Knopf hier in der Mitte. Das hat diese Säge nicht mehr. Es hat Vorteile und Nachteile. Es ist nicht mehr so leicht zu verstellen, es ist auch nicht mehr so leicht zu verstellen. Ich weiß, viele von euch fanden die andere Funktion irritierend. Für diejenigen ist das hier vielleicht die Säge. Aber das macht die Säge natürlich auch nochmal etwas robuster, weil wir jetzt hier Folgendes haben, ganz klassisch. Wir können jetzt hier den Hebel nach oben ziehen, Tiefe einstellen, Hebel runter und dann können wir damit sägen. Ja, es macht halt die Funktion einfacher und auch die Säge an sich robuster. Wir haben hier keine Führungsschienenkompatibilität, das gibt es überhaupt nicht, sondern es ist eine reine Handkreissäge mit schierer Tiefe zum günstigen Einstiegspreis. Ja. Wichtig ist nochmal, wir haben hier auch den neuen Absaugadapter, Click und Clean, einfach ran und los geht's. Finde ich richtig cool, dass es eben nicht mehr abfallen kann. Ja. Viel mehr gibt es zu der Säge auch eigentlich gar nicht zu sagen. Außer es ist ein Preisbrecher oder soll zumindest ein Preisbrecher sein unter 300 €. Würde mich eure Meinung interessieren. Fehlt euch die Höhenverstellung oder fehlt euch das nicht? Gehen wir mal weiter. Hier gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gedreht. Das ist der neue FlexiClick, der GSR 12V32 FC. Mann, diese Bezeichnung immer. Nochmal wichtig für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, der 32er ist stärker als der 35er. Das heißt, wir haben hier das stärkste Modell aktuell, getestet, nachgetestet mit allem drum und dran. Das stärkste Modell jetzt endlich als FlexiClick, wirklich genial. Viel weiter möchte ich auf das Gerät eigentlich gar nicht eingehen. Wenn du FlexiClick noch nicht hast und brauchst, ist das dein Gerät. Also, achso, eine Sache möchte ich noch sagen. Wir haben hier etwas, was neu ist, und zwar, wir haben jetzt hier vorne auch als Wechselaufsatz ein Metallbohrfutter. Das, was wir vorher hatten, war ja Kunststoff. Ja, wartet mal, so, ich bin halt einfach Rechtshänder. So, zack, zack und drauf. Vorher war der Außenring hier aus Kunststoff, innen drin war Metall, das ist völlig klar. Aber jetzt gibt es das Ganze auch als Metall. Ist nur 20 Gramm schwerer und ich persönlich finde es deutlich besser, weil ich es einfach besser anziehen kann. Ja? Ist nicht so wichtig, also das ist kein Grund jetzt da extra den neuen FlexiClick zu kaufen, aber es ist ein kleines Detail, was ihr zumindest wissen solltet. Und denkt dran, hier Kickback Control oder Anti-Kickback ist hier gleich mit dabei. Kommen wir zum neuen GOP. Denn ihr kennt den Spruch, hast du kein GOP, hast du kein GOP. Und wir haben jetzt den neuen GOP 18V30 hier an der Stelle. Der neue GOP hat einige Sachen, die auch nochmal besser sind als der 32er und der 28er. Eins nach dem anderen, wartet mal. Also, der Vorgänger war der 18V28. Ein Gerät, was ganz anders designt war, da war der Akku auch nochmal anders und so weiter. Jetzt haben wir beim 32er aber auch schon ein neueres Gerät gehabt mit 3,2 Grad Winkel hier an der Stelle. Das heißt, ordentlich Fortschritt auch schon, aber mit einem breiteren Griff. Jetzt haben wir Folgendes. Der neue 30er hat einen sehr schmalen Griff. Ja, wir können schön hier drumherum greifen auch, mega genial. Aber wir haben nur noch 3 Grad
die wir hier entsprechend schwingen. Ja? Das ist so der große Unterschied. Was wir aber hier haben, ist, wir haben einen Preisbrecher. Wir haben wirklich ein sehr, sehr günstiges Gerät, unter 150 € in 18 Volt GOP. Finde ich schon ziemlich cool. Kommen wir zu einer absoluten Neuheit, einer 18 Volt Transferpumpe von Bosch Professional. Wir haben hier wirklich ein 18 Volt Gerät und zwar ein richtig kompaktes Gerät. Schaut euch das mal an. So ein kleines Gerät kann 2,8 Kubikmeter, also 2800 Liter in der Stunde transferieren. Das heißt, hier kommt Wasser rein, da kommt Wasser raus und damit kann das Ganze aus 5 Meter ansaugen und bis zu 20 Meter nach oben bringen oder transferieren. Das ist schon der Hammer. Wenn du das also, warte mal, wenn du das jetzt im zweiten Stock hinstellst, dann kannst du den ersten Stock, den zweiten Stock und dann ja noch theoretisch 20 Meter über dir, das sind ganz schön viele Stockwerke, nach oben bringen. Also wenn du Wasser in einem höheren Haus brauchst, ist das hier deine Lösung scheinbar. Lass uns das Ganze mal hier hinten anschauen. Wir haben hier wirklich einen Expert-Akku drin mit 15 Ampere-Stunden, das heißt den größten Akku, den es aktuell gibt. Den können wir einfach so zack hier reinstecken, ja, funktioniert und passt. Wir können natürlich das Ganze auch betreiben mit so einem kleinen Procore hier zum Beispiel. So einem ganz, ganz kleinen Akku funktioniert auch. Übrigens ganz interessant ist, wir haben hier eine Gummidichtung. Das Ganze ist also spritzwassergeschützt und dann können wir auch loslegen. Wichtig, das kannst du nicht reinschmeißen in deine Regentonne oder was auch immer. Dann ist das nicht so gut. Ja? Also dafür ist nicht gedacht, sondern nur für Spritzwasser. Wir haben hier übrigens auch zwei Funktionen. Nummer 1, wir haben einen Timer. Wir können sagen, wie lange die laufen soll. Ja? 15 Minuten. Und wir haben hier sogar einen Eco-Modus. Ja? Auch das, damit die Pumpe eben länger hält. Dann haben wir noch hier unten eine Sache, und zwar haben wir noch einen Haken und dann können wir auch schon loslegen, wenn wir sie irgendwo noch hinhängen wollen. Wenn du dazu mal einen Test sehen möchtest, schreib das auch gerne in die Kommentare bzw. like den Kommentar. Gucken wir weiter zu einem Gerät, was es auch vorher noch nicht gab, und zwar einer 18 Volt Mauernutfräse. Auch das ein komplett neues Gerät. Ich hoffe, viele von euch kennen eine Mauernutfräse, brauchst du ja häufig im Bereich Elektro. Wenn du schlitzen möchtest, hoch, runter, rechts, links, dann brauchst du genau das hier. Moment, ich zeige, ganz wichtig, Akku ist draußen. Ich zeige euch das Ganze mal. So, hier seht ihr die beiden Schneiden hier an der Stelle. Und dann hast du so einen breiten Schlitz, den du entsprechend damit dann schneiden kannst. Und mit einer amtlichen Tiefe auch. Ja? Auch hier übrigens der Hinweis, bitte schreib unbedingt unten mal rein oder like den Kommentar, wenn ich das testen soll. Wäre mal ganz interessant, weil ich würde gerne mal wissen, wie gut ist eigentlich die Absaugung hier an der Stelle. Ja? Was ich immer schön finde bei einer Mauernutfräse, wenn sie vernünftig gebaut ist, wir haben hier entsprechend Räder, damit wir zum Beispiel an der Wand das so nach oben führen können, ja? Und das auch schön leicht ist, weil wenn wir das nicht dran haben, ich habe das früher mal gemacht mit so einem Teil, wo nichts dran ist, da hast du immer das Gefühl, du rubbelst das irgendwie über die Wand. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr euch mal, für diejenigen, die es nicht kennen, schauen wir uns mal Folgendes an. Moment, Sekunde. Ich möchte euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir das verstellen wollen. So, so und so. Ja, wir kriegen das hin. So, also, dann haben wir jetzt hier das Ganze mal auseinandergenommen. Hier siehst du hier ein bisschen besser. Und jetzt können wir das hier nochmal öffnen. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können das Werkzeug los hier öffnen. So, das rausnehmen. Dann können wir jetzt die Scheibe rausnehmen und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt können wir selbst bestimmen, wie breit soll denn unsere Nut sein, ja, über diese Zwischenlegplättchen, die wir hier entsprechend haben. Die können wir jetzt eine rausnehmen, zwei rausnehmen. Wir können die auch in verschiedenen, die haben ja verschiedene Dicke, auch anders variieren. Dann können wir das Ganze wieder nehmen, wieder drauf tun und dann geht es auch schon los. Ja. Was heißt eigentlich? Das ist schon eine sehr coole Sache, leicht zu verstellen. So, so, so und jetzt geht es auch schon los. Ich finde es cool, dass das jetzt auch ein 18 Volt gibt, weil ganz ehrlich, mit dem Kabelgerät willst du doch nicht mehr rumlaufen oder rumeiern. Ja? Also das macht viel, viel mehr Sinn für mich. Auch hier wäre die Frage, wie stark ist sie denn eigentlich? Aber da kommt es auf den Test an. Ja? Kommen wir zum Sauger. Achso, übrigens auch hier natürlich ein ganz normales Gerät kannst du auch mit riesigen Akkus betreiben oder auch mit entsprechend kleineren. Ja? Apropos großer Akku. Wir haben ganz neu den neuesten und quasi kleinsten 18 Volt Sauger. Wobei klein so ein bisschen auch nicht stimmt. Aber wir hatten ja in der Vergangenheit immer den 10er. Der 10er war von der Baugröße gar nicht so viel größer wie der hier, denn wir haben jetzt den neuen 18V6L. Der Name ist auch Programm. Wir haben hier 6 Liter Fassungsvermögen hier unten
brutto, das ist ganz wichtig. Und L steht für Staubklasse L. Das heißt, wir haben keinen M-Klasse-Sauger. Nochmal ganz, ganz wichtig. Wo wir sagen 6 Liter brutto, haben wir hier so um die 3 Liter netto. Das heißt, wenn er viel voller ist als hier, ja, dann musst du ihn langsam ausleeren. Das heißt, wir haben hier ein Gerät, was dafür da ist, um kleinere Arbeiten an bestimmten Stellen mal zu machen. Wir waren ja vorhin auch schon beim Akku, eine Akkugröße übrigens. Wir haben hier jetzt drin auch einen 12 Ampere Procore. Dass du, Moment, also aus der Höhe ist es wirklich nicht so einfach. So, jetzt haben wir. Also, dann haben wir auch mal einen 15 Ampere Expert, auch der würde reinpassen. Und jetzt merkst du übrigens den großen Unterschied. Das war ganz gut. Ja? Du hast eben gemerkt, hier musste ich so reindrücken und dann musste ich so ein bisschen arbeiten, machen und tun. Bei Expert ist das nicht mehr so. Ich ziehe einfach und raus. Das ist nicht gestellt, das ist genau eben so passiert. Und das ist eben der Vorteil an diesem neuen Knopf. Den kannst du nämlich so drücken, den neuen musst du immer so reindrücken. Und siehst du jetzt hier? Da ist viel, viel mehr Kraft, die man braucht. Also ich mag die neuen Expert-Akkus wirklich sehr, sehr gerne. Natürlich brauchst du nicht immer einen 15 Ampere. Ja, das reicht auch ein 4er oder so. Kannst du halt nur nicht so lange saugen. Apropos lange saugen, wir haben hier 2 verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Ja, Stufe 1, Stufe 2. Das heißt also verschiedene Modi, um den Akku auch ein bisschen zu schonen. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, haben wir hier einen Knopf, nämlich wir können hier quasi abrütteln. Das heißt also, wenn der Filter, der hier drin ist, das zeige ich dir auch gleich mal, zugesetzt ist, dann hier draufdrücken, ja, dann reinigt er sich. Was ich schön finde, es ist alles hier dran verstaut an der Stelle und du wirst hier sehen, jetzt ist er auch etwas kompakter als der 10er, weil der 10er baut nochmal deutlich mehr auf. Apropos 10er, der Preis vom 10L und vom 6L sind momentan etwa gleich. Schau mal gerne unten in die Videobeschreibung zum ehrlichen Preisvergleich da kannst du mal schauen, was kostet der aktuell, weil der Preis wird sich noch ein bisschen einpegeln, wahrscheinlich wird er mit der Zeit ein bisschen günstiger als der 10er. Wenn wir jetzt hier mal das Ganze aufmachen, ja, was wir uns nicht haben, sind Rollen. Beim 10er, der hat ja irgendwann Rollen bekommen, der hier ist vor allem für genau das hier gedacht, ja, über die Schulter transportiert zu werden und damit dann hin und her getragen zu werden. Wenn wir uns das hier mal anschauen, wir haben hier übrigens einen sehr, sehr guten Schlauch auch dabei. Das finde ich schon richtig geil. Moment, so, wir haben hier einen wirklich, wirklich schönen Schlauch, ja, und alles Zubehör hier mit dran. Und jetzt nochmal zum Thema Filter. Da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das hier an. Wir haben hier ja, einen Filter unten dran und hier auch einen Staubsack, den man benutzen kann oder auch nicht. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Fliegt der bei euch ab nach der ersten Nutzung oder würdest du den nachkaufen und immer wieder einen benutzen? Das ist natürlich bei der Größe schon eher ein häufiges Wechseln. Noch 2 Hinweise zum Thema Schlauch. Nummer 1, der Schlauch ist schwarz. Das ist nicht der Hinweis, aber schwarz bedeutet hier, wir haben keinen Anti-Statik-Schlauch. Aber ich muss sagen, ich mag diese Flexibilität, das ist schon echt genial. Hinweis Nummer 2, das hier ist ein Saugschlauch. Das heißt, wir können das hier einsaugen und dann wird hier die saubere Luft wieder ausgeblasen. Du kannst aber auch einen anderen Schlauch dazu kaufen, mit dem du das Ganze auch zum Blasen nutzen kannst. Aber mit dem Schlauch, der dabei ist, geht das eben nicht. Heiter weiter, und zwar mit einem Hobel. Und ja, es ist ein 230 Volt Gerät. Das ist bei uns relativ selten ja hier auf dem Kanal. Schreib aber gerne auch mal in die Kommentare. Sagst du, kabelgebundene Geräte sollen wir mehr in den Fokus nehmen oder allgemein auch testen? Na, du hast ja die Chance. Unten stimm einfach mal ab. Wir haben hier den, jetzt muss ich erst mal rauf gucken, den GHO 2082. Und der Name ist Programm. Ja. Wir haben hier erstmal ein relativ günstiges Gerät, was eine wichtige Funktion hat übrigens. Wir können rechts und links die Späne auswerfen. Das haben früher nicht alle Geräte gehabt und jetzt auch immer noch nicht alle Geräte. Wir können ganz einfach hier über diesen Hebel das von rechts nach links umschalten. Finde ich eine coole Sache. Und vor allem, ich muss nichts umstecken, nichts machen und tun, einfach nur einen Hebel. Und da sieht man auch, jetzt wird es dahin ausgeworfen, jetzt wird es dahin ausgeworfen. Coole Sache. Ansonsten ist der Name Programm, hatte ich ja schon gesagt, 2082, heißt nicht 20 mm, sondern 2 mm maximale Tiefe, also Hobeltiefe oder Abtrag kann man ja eher sagen, und 82 mm Breite. Ansonsten ist hier nicht viel was Wildes dran, außer dass man das hier nochmal abnehmen sollte. Ja, Moment, ich zeige euch das mal. Weil, das finde ich mal ganz wichtig, und zwar das hier unten ist so eine kleine Parkgarage. Wenn du das jetzt so hinstellst, ist das Messer geschützt. Wenn du jetzt aber hobelst, dann gehst du hier drüber und dann kannst du hobeln. Ja? Hoch, messergeschützt. Coole Sache. Hatten früher auch nicht alle Geräte. Ist eine Kleinigkeit, finde ich aber ganz wichtig. Lass mal zum nächsten kommen, weil ich bin Team Akku, also kommen wir zum Team Akku. Wir haben einen neuen 18 Volt Akku-Winkelschleifer. Jetzt könnte man sagen, Mensch Sebastian, wir haben hier den GWS 18V11, 11 gab es davor auch schon, PS, heißt Pedalschalter.
Das ist dafür da, dass wir hier diesen Schalter haben, wo wir hochdrücken und dann ihn drücken können. Wenn wir einfach nur so, können wir es nicht drücken und wir können das auch nicht dauerhaft arretieren. Das heißt, du musst die ganze Zeit das gedrückt halten. Ich persönlich mag das ganz gerne. Das ist für mich so eine Sicherheitsfunktion bzw. ein besseres Gefühl, weil ich möchte das Gerät eigentlich nicht feststellen und dann hier so mal sagen, ja, Klaus, wie ist bei dir so? Ja, ist ganz schön laut, der läuft, aber ist mir egal, machen wir weiter. Nee, ich mag das, wenn ich loslasse, dass er dann auch ausgeht. Der Elber ist schon ein ziemlich kräftiges Gerät, ziemlich cool, aber wir haben hier eine Funktion, die wir vorher so noch nicht hatten, nämlich wir drücken hier einfach mal auf den Knopf und dann passiert Folgendes, dann kann ich hier das Ganze drehen. Das sieht vielleicht noch ein bisschen beeindruckender aus, wenn der Akku drin ist. Ja, schaut mal hier. Jetzt habe ich einen Akku hier. Jetzt ich drücke, Akku seht ihr hier, andere Position und nochmal, zack, nochmal andere Position. Wofür ist das da? Wenn ihr das Gerät, jetzt nehme ich mal extra den Akku nochmal raus, wenn ihr das Gerät jetzt haltet und möchtet so nach unten arbeiten, dann ist es eigentlich ganz cool, wenn hier der Pedalschalter ist. Ja? Dann kannst du hier drücken, ja, und dann arbeiten. Wenn du das nicht verstellen kannst, möchtest du nach unten arbeiten, Moment, dann wäre es ja normalerweise, dann dass du jetzt möchtest da unten arbeiten, dann müsstest du ja so arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen unergonomisch. Oder im Zweifel müsstest du es jetzt von der Seite halten. Ja? Das ist immer so eine Sache. So wiederum macht es Sinn. Also du kannst es so einstellen, wie du es möchtest. Und da wir das hier gerade haben und ich die Frage jetzt schon sehr, sehr häufig gelesen habe, Bosch Expert Akkus. Die Expert Akkus kannst du in allen Geräten einsetzen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja? Die haben richtig Wumms und der große Vorteil vom 4 Ampere ist, dass er B-Turbo-Washes möglich macht. Das heißt, du hast jetzt B-Turbo-Washes mit einem 4 Ampere-Stunden Akku, richtig coole Sache. Ja? Einfach einsetzen und dann geht es auch schon los. Apropos los, wir haben das nächste Gerät hier, auch neu, das ist der GSS 18V18. Wir haben hier einen ganz einfachen, wollte ich fast sagen, schnöden Schwingschleifer. Wir haben hier eine sehr, sehr große Fläche. Das finde ich ganz cool. Wir haben 2 mm Schwingkreis. Kommen wir zum neuen Radius und die Form und das Radio an sich wird euch sehr bekannt vorkommen. Weil der Vorgänger hieß 2, der hier heißt jetzt 3. Und kommen wir gleich zu der allerwichtigsten Neuerung an diesem Radio. Was könnte es wohl sein? Es ist leichter, richtig. Wir haben hier 400 Gramm weniger Gewicht. Okay, aber an sich ist es hier ein schönes Facelift, was wir vor uns haben. Nummer 1, es fehlt eine Sache sogar hier beim Radio, denn in der Vergangenheit war es so, dass wir hier ein akkubetriebenes Radio hatten, ist es immer noch, aber wir konnten es mit einem Netzteil extern betreiben, ohne Akku. Das können wir nicht mehr und doch noch. Warum nicht mehr? Es wird kein Netzteil mehr beigelegt. Mit so einem proprietären Stecker, den du irgendwo einsteckst und machst und tust und das Netzteil fliegt immer irgendwo rum. Doof. Was du jetzt machen kannst, du kannst es einfach hier mit USB-C betreiben. Das heißt, du bist ja irgendwo, hat jeder Mensch eigentlich ein Ladegerät und ein USB-C-Kabel, einfach reinstecken und dann kannst du das Gerät ohne Akku betreiben. Ich finde es ehrlicherweise ziemlich cool. Was auch neu ist, ist Folgendes. Wir haben hier ein etwas anderes Design. Die Knöpfe hier sind dadurch geschützt und können nicht mehr, ja, haben keinen so schnellen Impact und können nicht mal abbrechen. Das ist eine schöne Sache. Was auch schön ist, wir haben den neuesten Bluetooth-Standard. In der Vergangenheit war es so, dass wir 2 Geräte koppeln konnten. Jetzt können wir viel mehr Geräte miteinander koppeln. Die genaue Anzahl weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber deutlich mehr als vorher. Und gerade auch die neuen Geräte, die neueren, die jetzt gerade rausgekommen sind oder vor kurzem rausgekommen sind, die richtig starken Booster quasi oder Boomboxen kann man fast schon sagen. Weil nein, das ist ein geschützter Begriff, das ist nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Die kannst du damit jetzt auch verbinden. Übrigens, es gibt hier 2 verschiedene Varianten. Einmal, ich kann es extra mal ablesen, den 3C und den 3SC. Eins hat DAB, eins hat kein DAB. Ansonsten unterscheiden sich eigentlich kaum. Kommen wir zu einer Sache, die sich nicht geändert hat und das ist das Akkufach. Und da müssen wir kurz drüber reden, damit ihr genau wisst, was passt und was passt nicht. Denn wir haben ja hier ein relativ kompaktes Gerät, aber ein Akkufach, was wirklich schließt und das den Akku ja auch vor Spritzwasser schützen. Wir gucken mal rein. Ja, soll er. Wir haben hier eine Gummidichtung, was den Akku schützt und das Radio entsprechend auch. So, aber vor allem vor Staub schützt es. Und jetzt schauen wir mal, was passt denn hier eigentlich rein. Wir nehmen mal einen 4 Ampere Procore, stecken ihn rein, passt. Okay, dann nehmen wir mal, ja, das Synonym für einen kleinen Akku, nehmen wir einen Standard-Akku, wie ein 5 Ampere, 18 Volt. Ja, ganz logisch, das passt. Dann gehen wir aber mal weiter. Wir nehmen jetzt mal ein Synonym, und zwar ein 8 Ampere Procore Plus, das ist aber baugleich zu einem 5,5er und auch baugleich zu einem 8 Ampere Procore. Ja? Wenn wir das reinstecken, jetzt wird es langsam enge. Passt auch noch, wir bekommen es auch noch zu. Jetzt müssen wir aber einmal weiter gucken, denn
Der neue Expert, ja, der neue 8 Ampere oder 5,5er Expert ist ja ein Tick größer. Passt der auch? Oh, warte mal. Ja, mit ein bisschen Würgen. Ha! Mit ein bisschen Würgen geht auch das. Ja, dann kommt er da auch rein und auch wieder raus. Okay, cool. Aber hier beim 12er und beim 15er ist dann Schluss. Ja. Jetzt ist es so, wir können das reinstecken, aber hier nicht zumachen. Wenn wir ihn aber hinstellen oder hier dran befestigen, können wir ihn trotzdem so betreiben. Aber gedacht ist das so auf jeden Fall nicht. Bosch hat beim Thema Leuchten auch nochmal nachgelegt. Wir haben hier Leuchte Nummer 1 neu, Leuchte Nummer 2 neu. Übrigens hier 5000 Lumen und auch 5000 Lumen, nur hier deutlich voluminöser und mit einem kräftigem Stand. Wenn dich dafür interessierst, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben. Kommen wir zu den letzten beiden Geräten, die ich auch ehrlicherweise nicht so spannend finde, aber sagt mal gerne eure Meinung. Wir haben hier eine Poliermaschine mit Kabel. Sowas macht man doch eigentlich ohne Kabel immer, weil du möchtest doch, also polieren, denke ich, in mein Auto und du möchtest auch kein Kabel im Lack haben, oder? Auch da mal eure Meinung in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall hier die neuen GPO 1480S. Ja, wenn dich interessierst, immer in die Kommentare rein. Aber weiß ich nicht. Ja? Vielleicht ist das so ein Gerät, wo Bosch gesagt hat, müssen wir irgendwie unser Line-Up komplettieren. Und vielleicht ist es hier auch genauso. Eine neue Säbelsäge, ja, die wir haben, auch mit Kabel. Aber gerade bei einer Säbelsäge, da bin ich mal hier, möchte was sägen, bin mal da oben auf dem Dach und mache eine Tour, da möchte ich auch echt kein Kabel haben. Aber da ist wirklich auch eure Meinung gefragt. Ist das interessant für euch? Hier 30 mm Hub, ein Bosch-Gerät und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja. Sehr ähnlich schon einem Akkugerät, was es ja auch auf dem Markt gibt. So, jetzt sind wir so weit durch. Ihr schreibt mal in die Kommentare unten, welches Gerät sollen wir testen? Braucht ihr noch mehr Informationen? Braucht ihr noch mehr, ja, was auch immer? Dann schreibt es gerne dort rein. Wir lesen uns und denkt bitte an die Abstimmung, ja, weil dann testen wir genau das, was ihr wollt.